Also, jetzt sind wir wirklich kurz davor. Jetzt sind wir wirklich aufgeregt. Genau, was passieren wird, jetzt in einer Stunde, glaube ich, ist dann links soweit, und eine halbe Stunde schon, ist offiziell gelistet zu sein. 5 minutes. I got just got an email in 5 minutes that all the Die stehen unten mit dem Bier, ne? Eigentlich müssen wir hier runtergehen und sagen, Leute, das ist der geilste Moment überhaupt. Richtig feiern kannst du eigentlich erst immer, wenn Geld auf dem Konto ist. Das ist so das Learning der letzten 10 Jahre fast schon. Ja, ne? Let's do it. Alright. Und jetzt begrüße ich Laurin Hahn. Herzlich willkommen, Laurin. Schön, dass du mit dabei bist. Du bist Gründer und CEO von Sono Motors und wir haben heute ganz viel zu besprechen. Ihr baut ein Auto namens Sion, das ein Elektroauto ist, das sich aber speist, nicht aus dem öffentlichen Stromnetz, sondern durch Solarzellen auf dem Dach. Das ist wegweisend, das ist bahnbrechend. Vielleicht fangen wir mit deinen Anfängen an. Jonas und du sind in die Garage gegangen und habt mit YouTube-Tutorials angefangen und Internetforen ein Auto zu bauen. Ist das echt wahr oder ist das einfach nur Legende? Nee, das stimmt echt. Also man muss sich zurückversetzen. Wir waren 2 junge Herren, die gerade aus der Schule kamen und wir wollten was verändern. Wir wollten was in die Hand nehmen und nicht lange rumreden und deswegen sind wir in die Garage gegangen und haben uns das selber beigebracht. Es war Winter 2012. Wir wussten, bald ist die Schule zu Ende. Was machen wir danach? Ich weiß nicht mehr genau. Aber ich meine, so ein halbes Jahr vorher haben wir gerade so eine Doku auch gesehen über hier Peak Oil. Und wie abhängig eigentlich wir als Gesellschaft von diesem Erdöl sind. Man scrollt durch Social Media, man sieht schlimme Bilder, dann denkt man sich immer so, wow, also die Welt geht bald unter. Ja? Und dieses so, wir müssen was tun, dieses so, wir können nicht jetzt einfach nur einen 9-to-5-Job an. Wir können nicht jetzt 5 Jahre studieren, dann einen 9-to-5-Job annehmen und dann mit 45 irgendwie unsere Lebensgröße haben und dann merken, oh, ich sollte jetzt was Sinnvolles tun. Sondern wir haben mal gesagt, hey, lass halt von Anfang an machen. Ja, irgendwann haben wir dann gesagt, so, hey, was ist eigentlich mit so, warum hat eigentlich noch niemand Solar auf ein Auto integriert? Also, Jonah war so der kleine, fast so ein kleiner, zarter Junge. Echt schmächtig. Lauch, würde man heute sagen. Ich sehe so voll wie so ein Nerd aus. So ein Hemd in der Hose. Wir sehen nicht drauf aus. Wir sind so drauf. Man erkennt zwar nicht viel, aber das, was man erkennt, ist ein bisschen verstörend. Ah, ja, genau. Da sind wir mal hin, ne? Das war der so rübergerudert. Ja. Wir kennen uns seit 21 Jahren, ersten Klasse sind, ne? Ja, da waren wir so 6, 7. Ja. So, seit 21 Jahren kennen wir uns damit. Wir haben so viel Zeit da in der Garage verbracht. Wir verbringen ja jetzt immer noch so viel Zeit. Also, es ist schwer zu sagen, wann ich mit einem Menschen noch überhaupt so viel Zeit verbringen will. Also, es ist wirklich weird, ne? Aber it's true. I think it's true. Wenn ich heute die Bilder sehe, sind wir so richtige, also wir wirklich richtige Nerds in der Garage, wirklich so. Ich überlegen, also da gab es keine Dusche, 5 Tage die Woche. Wir haben in der Isar geduscht. Aber das auch war echt nicht gut. Immer. Und dann haben wir 5 Tage die Woche da dran gearbeitet und es ist halt so richtige Schmutzarbeit. Genau, und dann immer mit so einem Schwung, weil die ging eigentlich früher noch viel schwerer. So gemacht. Oh Mann, dann ist halt echt klein, ne? Ja. Das war der Start und dann an Sonntagen, manchmal war es ja auch nötig, sonntags zu arbeiten. Jetzt hier im christlichen Oberbayern. Haben wir halt wieder zugemacht und waren halt die ganze Zeit da drin. Oh Gott, im Winter, es war so kalt und keine Heizung, nichts. Ja. Es war so kalt. Sind halt hier auch immer die Leute vorbeigelaufen, ne? Und das war auch einer ist doch immer vorbeigegangen und gefragt, was machst du da? Mir so, wir schrauben da so ein bisschen. Ja. Ich ja lustig. Ja, Sie sind immer vorbeigelaufen, ne? Ja, ich wohne hier. Ja. Ja, da läuft man ja mal hier. Und wo leben Sie jetzt? Jetzt wohnen wir in München. Und jetzt ist daraus eine Firma geworden. Ja, aus dem Projekt ist eine Firma draus geworden. Mensch, das finde ich gut. Was haben Sie sich damals gedacht, als wir da gebaut haben? Nein, gar nichts weiter. Ich finde das, ja Gott, man achtet da ja nichts. Ach, das finde ich, das ist eine Firma draus geworden. Ja, das ist die Firma, da sehen Sie den Ja, Aufkleber. natürlich. Was heißt das also? Was heißt das? Suff? Ach, das ist nur so ein Spruch, aber hier, das ist die Firma, das ist das Logo. Sono Motors heißt die Und was Firma. machen Sie, wenn man fragen darf? Wir entwickeln ein Elektroauto. Ist ja nicht schlecht. Ja. Schade, dass ich so eine alte Tante bin. Sonst würde mich das ja auch noch. Ach, das finde ich ja nicht schlecht. Ja.
Und mutig. Also sowas überhaupt. Denn die Konkurrenz ist ja auch groß, ne? Das stimmt natürlich. Eine große, alte, schwere Industrie. Also wir waren halt an einem Punkt, wo wir gesagt haben, wenn wir jetzt weiter in der Garage machen, dann scheitern wir. So, es war so ersichtlich, wir können jetzt hier noch 3 Jahre weitermachen und wir kommen nirgendwo hin. So. Oder wir gehen halt raus und veröffentlichen es und schauen, ob Menschen da draußen sich dafür interessieren. So. Und daraus kam so ein Gedanke, okay, wir gründen eine Firma und wir machen Crowdfunding. So. Und zu der Zeit haben wir dann auch das Navina erzählt, meine Mitbewohnerin, und die fand's, also ich war voll begeistert von, ja. With the money of this crowdfunding campaign, we will produce several production-ready prototypes so that every supporter can test drive the sign in early 2017. Die ersten 3 Tage waren, das Telefon lief heiß, alle E-Mails und Gar nicht vorbereitet drauf. Wir hatten gar nicht damit gerechnet. Wir hatten niemanden eingestellt, wir waren zu dritt. Jetzt muss ich mir überlegen, da waren so Leute dabei, die haben halt echt, die haben ihr Erspartes zusammengekratzt und in Sono Motors investiert. So. Klar, wir haben Geld eingenommen. Von Tausenden von Menschen. Auf einmal hast du eine Verantwortung. Vorher war das unser Geld, es war unsere Zeit, es war so. Wir waren niemandem was schuldig und auf einmal waren wir jemandem was schuldig. So. Okay, viele haben viel mehr Holz bekommen. Genau, der hat das schon mal umgepackt. Da drin. In dem Schuppen. Da haben wir es reingestellt. Sieht echt dramatisch aus. Oh Mann. Alter. Du musst Fuck, okay, da war irgendeine Maus drin oder so. Ja? Alles zerfressen. The moment of truth. Oh, shit. Komplett im Arsch, oder? Denen geht's nicht mehr so gut, ne? Nee, irgendwas ist da. A-Klasse scheinbar schon. geil. Carry-Over-Part-Strategie schon damals. Dann hier, genau, Bremspumpe. So hat mal alles angefangen, du. Ist ein Meisterstück. Es ist ein Museumsstück. Es ist nicht die hübsche, ist die Koryphäe im Design geworden, würde ich sagen. Ja? Aber Mai. Fahren tut er. Ja. Das reicht ja, gell? Ja, eben. Wir bringen das jetzt erstmal zu diesem Videoshooting da. Wir nennen das den Prototyp 0. Dann gibt es den Prototyp 1 und dann gibt es den Prototyp 2. Und die stehen dann alle 3 nebeneinander in dem Studio. Schon schön. Aber auch, ja, ein bisschen Peinlichkeit auch dabei. Ein bisschen peinlich ist es irgendwie auch. Also, das heißt peinlich, aber so ein bisschen. Das ist halt geschustert, das ist total handgeschustert. Ja. Eigentlich wollten wir es immer erst rausholen, wenn wir komplett auf der Straße sind. Wenn der Sion in Produktion ist. Und dann sagen, guck mal, so haben wir angefangen. Ich glaube, dann wären wir auch mit stolzer Brust vorangegangen, hätten so gesagt, guck mal, so haben wir angefangen. Und jetzt ist es so ein bisschen so mit einem schüchternen, gebückten. Right. Wir haben es halt immer noch nicht geschafft. So. Wir sind immer noch nicht durch. Und deswegen kann immer noch das so sein, ach, guck mal, ich wusste es schon immer. Ja. Ich kann es gar nicht schaffen, die sind immer noch dieselben Bastler. Ist so. Ja. Was dann entstanden ist, wir waren in 2019 in unglaublich weit fortgeschrittenen Gesprächen mit einem strategischen Investor. Und ganz kurz und knapp hat dieser Investor dann seine Meinung geändert, beziehungsweise seine Strategie geändert und hat sich ausgerechnet, wie lange wir noch Geld haben. Und hat natürlich damit auf Zeit gespielt und versucht, seine Terms zu ändern. Hätten wir den angenommen, hätte es Sono nicht mehr gegeben. Ja? Der Sion wäre in Europa wahrscheinlich nicht auf die Straße gekommen. Die Marke wäre zerschlagen worden, das Team wäre aufgelöst worden. Back then, the world of Sono seemed in order. Too bad it went all downhill. 2012, 2021, still no car. Ja, viel Frustration darüber, wie lange es braucht. Voll. Auch verständlich, aber irgendwie auch so, hey Leute, wir geben alles. Okay. Die Botschaft ist klar, wir retten die Welt, nur wer rettet euch, weil ohne Auto ist der Laden bald dicht. Wann wird das Insolvenzverfahren eröffnet? Autsch. Leute, echt. Das gehört so dazu, den Weg haben wir eingeschlagen. Wir haben nicht den Weg eingeschlagen, wo wir gesagt haben, hey, wir wollen nicht auf die hören. So. Ne, wie Lauren auch gesagt hat, wir wollen ja diesen Austausch haben und wenn er manchmal negativ ist, so be it, dann müssen wir uns dem auch stellen.
Wir hatten in der Crowdfunding-Kampagne, wo wir die 50 Millionen eingesammelt haben, hatten wir versprochen, wir nehmen jetzt 50 Millionen ein, aber wir hatten auch transparent offengelegt, wir brauchen noch viel mehr Geld. Und die Leute hatten zu Recht gefragt, ja, aber wie kriegt ihr das? Wir sind so oft in Verbindung mit der Politik getreten und haben gesagt, wir brauchen dringend Unterstützung. Bitte helft uns. Wir haben nichts an Unterstützung bekommen. Ich glaube, wir haben in der gesamten Phase von Sono irgendwie 100.000 Euro in Förderung bekommen und haben mittlerweile 100 Millionen Euro eingesammelt. 100 Millionen Euro in ein Projekt gesteckt. Das Verhältnis ist krank. Also dieses Sparkassen Deutschland-Denken, das ist sowas von konträr zu einem Startup. Wirklich dieses Risiko, das kann ja schief gehen. Das ist so verankert in der deutschen Kultur. Hier passt es null rein. Wir können diesen Weg gehen. Und dann war halt so die einzigste Chance zu sagen, okay, wir gehen raus, wir erzählen es der Community, wie es ist, transparent, wir legen alles offen und fragen um Hilfe. Also schon am ersten Abend, als wir live gegangen sind, kamen, ich glaube, 500.000 zusammen. 500.000 an einem Abend. Das halt uns nochmal so gezeigt hat, so hey, so ein Community-Approach, der ist halt nicht nur so schönes Marketing und hört sich cool an, sondern es hat halt auch eine richtige Wucht, so, ja. The community had saved us and made us stronger than ever before. Ich fände es schön, wenn du die letzten Worte zu der Community sprichst und nicht zu ihm. Und beide, beide bewegen sich aus dem Set und Laurin gibt mit einer Armbewegung zu verstehen, dass wir ihm folgen sollen. Aha. Die Kamera reißt nach rechts und wir schneiden. Sag, come on, dann gehst du dahin und jetzt bist du angekommen und dann. Okay. We delivered our promises and presented on the next generation of prototypes at the CES, alongside with some incredible application for our Sono Solar technology. But we also made another promise to our community. That by raising additional money, we would achieve our mission of getting the sign onto the road. And we are only here today because of the people who believed in our idea, in our vision, right from the very start. Wurde euch gesagt, ihr dürft nicht freestylen? No. Okay. Oh, scheiße. Shit. Okay, Leute, dann sehen wir uns später. Ja, in einer Stunde, oder? Ja. Cool. Bis später. Meinen Laptop unten. Hast du denn hier? Also ich merke, am meisten gab es für mich dunkle Momente, wenn es ums Geld ging. Und vor allem, wenn es um so das große Geld ging. Und vor allem auch immer, wenn es um Geld ging, was von Institutionen oder Personen kam, wo ich nicht sicher war, wollen die auch in die Richtung gehen, in die wir gehen wollen. Ich glaube dann, die Linie ist ziemlich dünn und plötzlich befindest du dich auf der anderen Seite und du kannst trotzdem alles rechtfertigen. Du kannst trotzdem Nachhaltigkeitsreports rausgeben und diese Grundangst haben, quasi da reinzukippen. Die bringen mich dann immer an den Punkt, dass ich sehr schnell da die Angst hatte vor, wow, wie verändert uns das? Ich glaube nämlich auch, Laurin und ich, wir gehen da unterschiedlich mit um. Ich hätte aufräumen sollen. Ist offen. Aufgewachsen in München. Alleinerziehende Mutter, 3 Söhne, 20 Jahre lang arbeitslos. Gezwungenermaßen. Ja, schon eine Kindheit, wo man extrem früh selbstständig wurde. Ja, musste halt also mein eigenes Essen kaufen. Also ich habe meinen ersten Job mit 12 angenommen und aus der Haltung heraus kam, glaube ich, so ein bisschen das Unternehmertum auch irgendwie kam ins Leben. Ja? War so der Funke, der übergesprungen ist. Und das hat dazu geführt, dass Jona und ich extrem früh angefangen haben, halt auch unser eigenes Ding zu machen. Es war nicht immer leicht, aber ich würde sogar, also es ist jetzt eine Unterstellung, aber ich würde sogar sagen, ich kämpfe mehr für die Umwelt und Jona kämpft mehr für den Menschen. So, wir haben halt noch irgendwie so ein paar Jahre Zeit, noch irgendwie eine Kehrtwende zu machen, dann ist es zu spät. So. Und was heißt zu spät? Dann wird es auch noch ein Leben geben, aber dann wird es wird unglaublich hässlich werden. Um zurück auf Sono zu kommen, pushe ich halt immer echt krass, um halt was zu erreichen. Um
noch schneller zu sein, um noch effektiver zu werden, um noch schneller irgendwo CO2 einzusparen. So, ja? Und der stößt vielleicht beim einen oder anderen auch mal halt so auf so ein bisschen so, boah, das ist jetzt aber auch echt ein hoher Druck so hier. Aber ich mache das halt nicht, um den Menschen irgendwie schlecht zu tun. Und ich mache das nicht irgendwie, weil ich die Menschen irgendwie nicht mag oder so, sondern ich mache das halt echt so, weil ich mir denke, hey, du und ich, wir werden in 50 Jahren uns fragen, warum haben wir nicht schneller gehandelt? Warum haben wir nicht alles dran gesetzt? So? Aus der Haltung heraus ist es immer gut, dass Jona wiederum das Menschliche mit reinbringt. Dass er dann erinnert, so ja, Umwelt stimmt. Trotzdem müssen wir schauen, dass wir eine Organisation aufbauen, wo sich Menschen wohlfühlen. Und da ist Jona fantastisch. Und ja, wir geraten auch immer mal wieder aneinander. Ja, wir haben grundlegend verschiedene Positionen, bei Sono auch. Bei mir ist immer so, erstmal mit dem Problem beschäftigen. Was ist? Und Lauren ist gleich so, hier ist doch die Lösung. So, what's the problem? Und auch da wieder, es ist gerade diese Ergänzung, die es so ausmacht. 1a, die 1. Und bitte. We started from scratch. We had nothing. Just two friends sharing one vision. A world without fossil fuels. Wie kannst du ganz hier. Ah, der ist der richtige Handwerkskunst. Ja, das sind alles selber, das haben wir selber so aus planem Blech ausgeschnitten, dann gedengelt, eingeschweißt, dann versiegelt. Auch die da mussten wir komplett neu machen. Das habt ihr auch lackiert dann, oder? Das Ja, dann lackiert. Das ist trotzdem nicht, es ist nicht perfekt. Ja. Man sieht's natürlich. ist ja erstmal Funktionsträger, ne? Und Bewegung und bitte. We kept our promise and presented the next generation of prototypes and even a solar truck. But we also made another promise to our community, that we would be raising additional money. And now it's time for the next big milestone, because we seek to keep our promises. And we are thrilled to announce that we will go public with an IPO. Okay, was? Okay, cut, scheiß drauf. Können wir es schaffen, Sono zu lassen, nachdem wir börsennotiert sind? So. Ich weiß noch, als wir zur C-Kampagne, zu der Community-Kampagne bekannt geben, dass wir unsere Shares abgeben, das war für viele wieder so ein, warum macht ihr das dann eigentlich? Also so komme ich gerade, so dass auch viele daran gezweifelt haben, warum machen wir das eigentlich? Und dann haben wir noch bekannt gegeben, dass wir die Gewinnbezugsrechte abgeben und dann war es noch mehr so, warum macht ihr das eigentlich? Hat halt nie vorher jemand gemacht. Noch nie jemand kam vorher hin und hat gesagt, hey, alle meine Gewinnbezugsrechte, hier habt ihr sie. Das heißt, wir werden gar nie da in Versuchung kommen, gar nicht erst in dieses Hamsterrad reinzukommen, sondern eben das Geld zu nehmen, dieses viele Geld zu nehmen und unter ganz vielen Menschen zu verteilen. Menschen, die dann uns geholfen haben, als wir nichts hatten. Wo man dann zusätzliche Infrastruktur, zusätzliche Kapazitäten von den Leuten... Also es fühlt sich gerade an, als wären wir von dem 100-Meter-Sprint jetzt schon die 90 Meter gelaufen und es sind noch 10 Meter. Aber die 10 Meter haben es in sich, dass schon überall der Druck da ist, was, wenn das und das nicht kommt und so nicht zusammenspielt. Und es ist das erste Mal in der Geschichte von Sono, dass wir eine Finanzierung vor uns haben, die uns über die nächsten Jahre absichern wird. Aber so richtig absichern wird. Und es ist ein Börsengang. What? Ja. Krass. Echt, oder? Also Jona, wenn du das für richtig hältst, dann halte ich das erste Mal auch was für richtig an der Börse. Also wir haben ja so viel probiert, ne? Eben 5 Jahre lang. Aber zu merken, das große Geld ist dann am Ende an der Börse. Interessanterweise haben mich die letzte Zeit ja oft die Leute gefragt, gerade nach diesem Punkt. Ja. Und ich kann dir Gott sei Dank immer sagen, also wenn ich meinen Sohn tatsächlich mal sehe, dann
ist heute eine Ausnahme. Weil ich ja, du hast angefangen. Aber normalerweise, wenn wir uns treffen, dann reden wir über alte Sachen. Ne? Ja, das stimmt. Also es interessiert mich, aber es ist für die halbe Stunde, die ich dich neben mir habe, nicht meine Prio. Das heißt, wie und wo? In den USA. Ja. Und wir haben das jetzt über ein halbes Jahr vorbereitet. Ja. Es war aber auch oft so, ne, die Angst dann wiederum da, dass man gesagt hat, boah, okay, wenn wir dann nicht an der Börse angenommen werden und das Ganze nicht klappt. Ist vorbei, dann wird auch kein Investor mehr kommen. Genau. Also ihr setzt alles auf eine Karte auch in einem gewissen Sinne. Oder? Schon, ja. Ja. Das eine Haifischbecken ist ja schon deutsche Automobilindustrie. Und jetzt noch mal eins. Ne? Wow, ihr geht schon was ein dafür. Ja. Wie machst du das? Es sitzt dir denn so viel auf den Schultern? Also ich meine... Wir sind halt noch jung, also und das kommt natürlich noch dazu, halt keine Familie, ne? Ich glaube, bei mir wird sich sofort ändern, wenn da irgendwie ein Kind wäre. Kann halt so viel passieren und ich will niemand anders damit reinziehen. Naja, aber ihr seid jetzt eine Schicksalsgemeinschaft, ne? Ja, hat halt so ein bisschen darauf geführt, dass wir halt echt ein sehr, sehr beschränktes Privatleben haben. Also während andere feiern gegangen sind oder irgendwie ihre Weltreise gemacht haben oder, keine Ahnung, ihr hippes Studentenleben gefeiert haben, haben wir halt gearbeitet. So. Und es war schon manchmal in den Momenten so, dass man sich dachte, so, oh, fuck, ich hätte jetzt schon auch, mir kribbelt schon ein bisschen in den Fingern so. Aber Sono ist halt mein Leben. Sono ist Jonas Leben. Das ist unser Ding, das ist unser Baby. Das ist, wir werden... Wenn wir zu Sono, also wenn wir in die Arbeit gehen, dann ist es nicht für die Arbeit, sondern gehen wir zu Sono. Ich denke, es hat ja auch diesen Aspekt, wenn ich viel Zeit bei Sono verbringe und dann mal die Möglichkeit habe, irgendwas anderes zu tun, zum Beispiel klettern zu gehen, dass ich ja dann auch so, weißt du, das ist jetzt dieser eine Moment, also koste ihn voll aus, Jona. Denke gerade an nichts anderes als an diesen Moment. Und hätte ich das, wenn ich quasi diese Freizeit und so... Ich habe keine Ahnung. Niemand hat eine Ahnung. Dass es alles hätte, wenn, könnte, würde. Vielleicht scheue ich mich auch gerade nur einfach so zuzugeben, ich habe geopfert. Irgendwie ja, aber wenn es alles wert gewesen ist, so, ist es dann wirklich ein Opfer oder ist es nicht einfach das Leben? I don't know. We see the future of Sono as a facilitator of both commercial and individual solar mobility with our mission of solar on every vehicle. Jetzt in einer Stunde, glaube ich, ist dann soweit, oder eine halbe Stunde schon, ist offiziell gelistet zu sein. Hammer Gefühl. Wir sind Und nur hier wegen der Community. Team. Also, ne? Wegen dem Team, wegen der Community. Also wir dürfen nicht vergessen in den Momenten, dass wir nicht abheben. So. We applaud Sono Group for being a pioneer, disruptor, and technological leader in the field of solar-powered electric mobility. Natürlich willst du irgendwie, dass am ersten Tag nach oben geht, damit du dann einen erfolgreichen Börsengang hattest. Heißt, unser Ziel ist es, das hier auf 16, 17, 18, 19, 20 geht. Ja? So, das ist auf was wir warten. And now it's time for the next big milestone. Because today we keep our promises. And we are thrilled to announce that we will go public with an IPO. We here at NASDAQ are proud that you are part of our family of the most innovative and leading companies that the world has to offer. Der IPO hat geklappt, ist jetzt durch. 50% nach oben ist natürlich ein geiles Zeichen. Die Leute haben Bock auf die Firma, Bock irgendwie auf Solar Electric. Mega, Mann. Plus 50%, gleich nach Opening. Ist jetzt schon heißer. Ja, ist ja auch laut hier. Ich bin auch schon am Brüllen, aber voll cool. Deswegen gibst du nachher die Interviews. Ja, genau. Die Firma hat sich gerade verdoppelt. Ah, da hinten.
Passt. So, stopp. Passt? Alright. Okay, vielleicht liegt es auch an meinem WLAN, aber kommst pixelig bei mir an. Willst du auch Wasser? Ja, endgerne. Und eigentlich was. All cell phones, flight mode or silent, please. Class. Nur kurz runterkommen. Erster Termin Bloomberg. Nicht hinreißen lassen, so. Those are awesome news, right? So, lass dich nicht hinreißen, so. Zu sagen, we're better than Rivian war doch okay. Richtig. Okay. Was, das war okay? What the fuck? Deshalb, Wo hab ich geschlafen, dachte ich gerade. Genau. Nicht, wir haben jetzt immer geübt, es lief schlecht. Und du hast es ganz genau gemacht. Er hat sofort geglaubt, sofort Catchphrase. Daran sieht man, dass er müde ist. Gar kein echt drauf. Nee, wichtigster Punkt, wir kommentieren auch keinen positiven Preis. Sono Motors, ticker SEV, going public today. It is now 9:30. It is Wednesday morning, and we're starting trading on Wall Street. Sono Motors, the German electric vehicle company, is celebrating its IPO. Solar car company Sono Motors. First on CNBC interview are Lauren Hahn and Jonah Christians. You're a German company based in Munich, yet you chose to make your debut in New York. Why is that? What happens if it's a cloudy day? And tell me how this differs from hydrogen fuel cells. And what types of batteries are you using? Who's providing them? How exactly do you expect that battery technology to advance given what you're trying to do with solar energy? Could there be a future in which all battery-powered EVs also have solars? How important is meeting that timeline this time? We envision a world where every vehicle out there has solar cells integrated. Jetzt ist so, das nächste, was wir uns wünschen, ist schnellstmöglich ordentlich CO2 einzusparen. Ja, for a world without fossil fuels, oder? Das ist nicht nur so ein Spruch, den wir da raushauen, sondern echt ernst gemeint. So. Dafür brennen wir.